Bist du auch immer auf der Suche nach Abenteuern mit einem neuen Commander? Und bist du auch ständig überfordert bei der riesigen Auswahl an heißen Commandern? Dann ist die Commander Legends Partner App genau das Richtige für dich. Mit ihr findest du garantiert deinen neuen perfekten Partner. Egal ob verträumt oder einfach nur verboten. Jeder wird hier glücklich. Also früher wollte mich keiner als Commander haben, aber seitdem ich Partner bei der Commander Legends App bin, fühle ich mich nicht mehr so einsam in meinem Schloss. Oh, da geht's schon weiter. Jetzt bist du dran. Starte dein Abenteuer mit dem passenden Partner-Commander noch heute. Alle 100 Sekunden verliebt sich hier ein Spieler in seinen Commander. Tausende User sind begeistert. Finde auch du deinen richtigen Partner mit der neuen Commander Legends Partner App. Jetzt lass mal den Krach da! Oh, jetzt sei still, Großmutter! Yo Leute, herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Folge von Herumkommandiert. Und zwar, wir haben endlich Preview-Karten! Vielen Dank nochmal an Wizards of the Coast, die uns die 4 Karten geschickt haben. Und ich würde mal sagen, nicht lang schnacken, sondern es geht direkt los mit der ersten Karte. Und zwar Averna, erblühendes Chaos. Kostet ein grünes, ein blaues und ein rotes Mana. Ist eine legendäre Kreatur, ein Elementarwesen und Schamane. Denn er hat die coole Fähigkeit, sowie du Kaskade anwendest, kannst du von den ins Exil geschickten Karten eine Länderkarte getappt ins Spiel bringen. Kaskade eigentlich schon eine ziemlich geile Fähigkeit und ein bisschen random. Man weiß ja nicht genau, was kommt. Aber das Coole ist jetzt, du kannst die Länder, die ja eben nicht mit Kaskade reinkommen, jetzt getappt ins Spiel bringen. Sozusagen Ramp. Ja, voll gut. Ja, das ist ja immer das Problem gewesen, dass du bei Kaskade halt einfach, du offenbarst einfach, was in deiner Bibliothek zu finden ist. Und da sind immer so viele Länder dabei. Und dann endlich ist man auf die Idee gekommen, hey, lass uns doch mal die aus dem Exil reinrampen. Also schon ziemlich cool. Das heißt, das ist jetzt sozusagen ein wirklicher Kaskade-Commander. So ist es. Ich meine, es gibt ja noch den Maelstrom Wanderer, der hat selber halt Kaskade, aber der gibt irgendwie nicht, der löst halt irgendwie keine Fähigkeiten aus, wenn Kaskade angewendet wird. Also er bedingt auf jeden Fall, dass du dir viel Kaskade-Karten ins Deck packst. Ja, das ist genau. natürlich ein Muss, dass die Fähigkeit oft triggert. Jetzt gab es in der Vergangenheit ich sag mal, eine gute Handvoll an guten Cascade-Karten. Es kommen wahrscheinlich auch noch einige jetzt mit Commander Legends. Wir wissen es natürlich selber noch nicht, wir sind gespannt. Gino, du hast so ein paar, sagen wir mal, von den Klassikern mal rausgesucht. Ach so, ja, so ein MVP ist, glaube ich, dann der Bloodbraid Elf. Für 4 Mana Gruul hat er Haste und Kaskade. Dann haben wir den Shardless Agent, Ethereum Horn Sorcerer und seit Modern Horizon gibt es jetzt auch Throes of Chaos, ein Sorcery, das einfach nur heißt für 4 Mana, wende Kaskade an. Einfach nur Kaskade. Genau, und hat halt noch Rebound, aber du hast nicht so viele Spells, um das ganze Deck zu füllen, deswegen musst du vielleicht auch so wiederkehrende Sachen bouncen und wieder ausspielen. Es ist auf jeden Fall ein spaßiges Deck. Also es ist halt kompletter Zufall wahrscheinlich und es passieren auch jedes Mal crazy Dinge, aber es ist bestimmt witzig. Ja, ich glaube, man kann es nur so ein bisschen pimpen, um sein Top-Decking noch ein bisschen vorher zu wissen, aber Scroll Rack oder so kann sich jetzt nicht jeder leisten. Keine Ahnung, da gibt's Ancestral Knowledge oder so, wo du die obersten 10 Karten dir anschauen kannst, so viele du willst ins Exil schicken kannst und den Rest machst du oben drauf und dann weißt du schon so ein bisschen, was Sache ist. Aber also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und vor allem das Schöne ist, er kostet nur 3 CMC. Das ist ein sehr, glaube ich, günstiger Typ. Cool. Ja, gut. Nächste Karte. Wenn wir schon mal bei Kaskade sind, kommt jetzt der erste Counterspell mit Kaskade. Wow. Und zwar die energische Ablehnung für 3 Blau-Blau und hat Kaskade
und neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Counterspell. Geil. Easy. Mit Kaskade. Das finde ich eigentlich super schön, dass sie irgendwelche Staples oder irgendwelche Karten einfach nur mit Kaskade machen. Einfach so, draufpacken, ja. Komm, Soul Ring noch mit Kaskade drauf oder irgendwie so. Also ich glaube, vor allem auch im Draft ist es super witzig. Ja, Kaskade das glaube ich also auch. da freue ich mich echt schon. Es ist ja auch ausgelegt auf Draft, das Commander Legends Set, deswegen ist es super witzig. Ich meine, wenn du auf den ersten Blick jetzt die Karte anguckst, 5 Mana Counterspell würdest du dir niemals ins Deck packen. Ja. Viel zu teuer. Also wer hält sich dann immer schon irgendwie 5 Mana offen, um irgendwas zu countern? Außer da sind jetzt noch andere krasse Sachen dabei. Aber wenn du halt Cascade jetzt noch mit drauf hast und vielleicht noch kombinieren kannst irgendwie mit Averna, kommt noch ein Land mit rein. Du counterst einen ganz normalen Spell, nicht nur Nicht-Kreatur-Spell. Und Ramps könntest dich auch noch rampen. Das ist doch mega geil. Also schon cool. Ja, so, das waren unsere 2 Karten. Dann würde ich mal sagen, mal sehen, was Benze und Bollasch so noch zu präsentieren haben. Danke, Frank und Chino. Geile Preview-Karten habt ihr da. Wir haben aber auch noch 2. Nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen. Nämlich hauptsächlich für die Farbe Rot. Nur. Eigentlich nur. So, Benze, was hast du denn noch? Eine haben wir noch, die thematisch ganz gut auch Genau, zu Averna um dazu die passt. Kaskade sozusagen weiterzuführen, haben wir noch die nächste Kaskade-Karte. Und zwar den Aurora Phönix. Der kostet 4 farblose, 2 rote, fliegt und ist eine 5/3er und hat Kaskade. Das heißt, du kriegst schön nochmal einen 5-Drop oder weniger. Und er hat die Fähigkeit, wenn er im Friedhof liegt und man eine Karte cascadet, dann darf man sich den Phönix zurück auf die Hand holen. Klassische Phönix-Fähigkeit, dass es irgendeine Bedingung gibt, um den aus dem Friedhof wieder auf die Hand zu bekommen. Ja, klingt auf Anhieb mal ganz schön. Ich finde die teuren Cascade-Karten tatsächlich immer ganz gut, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dann was weiteres Fettes kriegst, natürlich ein bisschen höher ist. Und ja, das öfter triggern zu können, ist ja jetzt, sage ich mal, nicht so schlecht. Ja, ist halt, wie gesagt, recht teuer. Bei so Phönixen wünscht man sich natürlich immer, dass sie direkt ins Spiel zurückkommen würden. Aber das würde dem Cascade halt ein bisschen widersprechen, weil Cascade ist ja ein Cast-Trigger und dann würde das nicht funktionieren, wenn er direkt ins Battlefield kommt. Das ist richtig. Das heißt, ja, mit 6 Mana ist es schon immer teuer, den zu casten, aber wenn man 2 Sachen dafür bekommt, ist natürlich... Das stimmt. Ich würde mir tatsächlich auch so, das haben manche Phönixe auch so an sich, dass die dann Haste haben. Aber vielleicht wäre er dann schon echt... ich glaube, er wäre selbst mit Haste noch okay. Vielleicht noch okay, meinst du? Ja, 5 Schaden in der Luft direkt? Ja, also für 6 Mana wäre es für mich noch machbar. So hat man das Gefühl, ja okay, der kommt halt rein, klar, cascaded. Je nachdem, was du triffst, fühlt sich vielleicht manchmal ein bisschen nicht so stark an. Ja, aber aber jetzt stell dir mal vor, Averna legt, du castest den Phönix, kriegst den 6-Drop, den Phönix als 5/3er, kriegst noch einen 4-Drop und ein Land. Ich finde, das ist schon... ja, klar, gut, mit Averna, wenn du einmal rampst, ist es immer gut. Das stimmt, ja. Aber es kommt mir ein bisschen langsam vor, aber klar, wenn du Cascade irgendwie als dein Thema hast, dann ist es auf jeden Fall eine feine Karte. Chino hat es vorher schon erwähnt, ich finde ihn auch ein bisschen ähnlich wie diesen Ethereum-Horn-Hexer, den man auch immer wieder, genau, von den Mana ähnlich, und man kann den auch immer wieder ausspielen. Was ich auch tatsächlich gedacht habe, kurz, hey, kann man da nicht irgendwie eine geile Kombo machen mit Sacrifice und ihn dann gleich wieder zurückholen? Also quasi den Phönix spielen, die gescadete Karte geht sozusagen auf den Stack und ich opfer den Phönix, um ihn gleich wieder zurückzubekommen, weißt du? Aber das geht leider nicht, ne? Weil Cascade ein Cast-Trigger ist. Ja. Deshalb, also vielleicht habt ihr auf Anhieb irgendwie eine Kombo, die euch einfällt. Ich habe mir den Kopf daran zerbrochen. Aber ich denke, er ist auch so schon ganz gut. Ich glaube auch. Ich glaube, wenn man Cascade im Deck haben möchte, ist es auf jeden Fall keine schlechte Kreatur. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu unserer letzten Preview-Karte, die eine der Lieblingsmechaniken von dir. Ja, eine meiner Lieblingsmechaniken. Eine haben wir noch, nämlich eine Karte mit der Monarch-Mechanik. Neben Cascade auch eine Mechanik von Commander Legends. Monarch, da haben wir nämlich den glutroten Kapitän. Das ist für 3 farblose, ein rotes, ein Djinn-Pirat, cooler Kreaturentyp. Für eure Djinn-Piraten-Tribal-Decks. Ja, auch das Artwork, schau mal, er ist auf so einem schönen Schiff. Ja, der brennt die Bude nicht. Burnt da richtig ab. Wenn er ins Spiel kommt, wird man zum Monarch. Und immer wenn ein Gegner dich angreift, während du den glutroten Kapitän kontrollierst, kriegt der Gegner so viel Schaden, wie er Karten auf der Hand hat. 4/2er. Und ist eine 4/2er, genau. Das heißt, erstmal wirst du zum Monarch, was natürlich immer cool ist. Dann ist der Monarch erstmal im Game. Also Monarch nochmal als Erklärung heißt,
Das ist sozusagen immer einer ist im Spiel der Monarch und wenn du der Monarch bist, darfst du in deinem Endstep eine Karte ziehen. Und um den Monarch dem Spieler abzunehmen, musst du eben mit einer Kreatur Kampfschaden machen. Und der wird dann mit der Monarch weitergereicht. Das heißt, ich liebe Monarch immer in Spielen, weil es einfach Combat fördert und einfach aggressive Decks belohnt. Es gibt noch eine politische Komponente so ein bisschen. Eine politische Komponente. Jeder ist angehalten, dazu anzugreifen. Man wird dafür belohnt, wenn man den Gegner Schaden macht. Also es verschnellert die Spiele. Ich mag es tatsächlich auch ganz gerne. Ja. Und der glutrote Kapitän ist eine Karte, mit der du sozusagen den Monarch ein bisschen schützen kannst. Also du kannst schützen, dass du ihn hältst, weil die Gegner werden immer dafür bestraft, wenn sie dich angreifen wollen. Ja. Also ich denke mir, so im schlimmsten Fall zahlst du 4 Mana, hast eine 4/2er-Kreatur, ziehst eine Karte, machst mit der unteren Fähigkeit 3 bis 5 Schaden, schätze ich mal, im Durchschnitt. Und vielleicht tradest du ihn noch gegen irgendwas. Das heißt, du removest eine Kreatur, ziehst eine Karte und machst 4 Schaden für 4 Mana, wenn es schlecht läuft. Ja, das ist der schlechteste Fall. Finde ich richtig gut. Und was ich auch wichtig finde bei der Karte, dass die Kreatur selber den Schaden macht. Das heißt, wenn du ihn mit Curiosity oder so enchantest, dann ziehst du quasi nochmal eine Karte extra, weil also wenn du angegriffen wirst, weil er den Schaden verteilt. Ich finde, sie ist so ein bisschen so ähnlich wie Marchesa's Decree, ist auch ein Enchantment. Du bist auch der Monarch, wenn es ins Spiel kommt und immer wenn eine Kreatur dich angreift, verliert der Beherrscher der Kreatur ein Leben und du kriegst ein Leben. Je nachdem, wie viele Kreaturen dich angreifen, ist es dann sogar vielleicht noch mehr Schaden als bei dem Kapitän. Aber es schlägt in so eine ähnliche Kerbe. Also ich glaube, wenn du die Karte spielst, spielst du wahrscheinlich auch die andere. Und ja, wie du sagtest, also es wird halt ein bisschen unangenehm. Vor allem, wenn du halt viel Card Draw hast als Gegner, dann maximal, also im schlimmsten Fall kriegst du halt irgendwie 6, 7 Schaden. Ja, das summiert sich dann unangenehm. Ja, das wird dann unangenehm. Ich finde es geil, dass die Mechanik wieder da ist und hoffentlich gibt es noch ein paar. Also ich bin mir relativ sicher, dass es dann auch mehr Karten geben wird, die das irgendwie verursachen können. Ja, da bin ich auch mega gespannt, was noch so an Monarch-Karten kommt. Ja. Jo, das waren unsere 4 Preview-Karten. Wir hoffen, sie haben euch gefallen. Ich denke, da ist viel cooles Zeug dabei und auch einiges, was für Commander ziemlich brauchbar ist. Vielen Dank an Wizards auch nochmal für die Preview-Karten und an euch. Ohne eure Unterstützung hätten wir die Preview-Karten wahrscheinlich nie bekommen. Deshalb liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, macht's gut. Ciao.